Heute haben wir nicht so viel Glück mit dem Wetter. Leider. Aber geht trotzdem weiter. An dem zweiten Tag von OIO versammeln sich die Oldtimer im Zentrum von Sarnen. Amerikanisch parkiert, bereiten sich alle auf die Tour nach Brienz vor. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit, um die ganzen Oldies zu bewundern. Bevor es losgeht, gehen wir noch kurz in die OIO-Zentrale, denn wir haben eine Verabredung mit dem Chef und Gründer von OIO. Wir haben hier den Rudi Müller, der Veranstalter der OIO, der hat sich netterweise ein bisschen Zeit genommen, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Rudi, vielen Dank. Sorry, Manuel. Ja. So, kannst du in deinen eigenen Worten sagen, was ist OIO? Wofür steht OIO? OIO steht für Oldtimer in Obwalden. OIO ist ein Oldtimer, Foto- und Volksfest. Wir hatten gestern über 500 Oldtimer da gehabt. Bestes Wetter, Tausende von Zuschauern. Und allein die mit den Oldtimern gekommen sind, Behördenvertreter und so, sind über 1600 Leute gewesen. Und ich glaube, es hat mehr Kinderwagen gehabt da als Oldtimer. Also OIO ist auch das Familienfest. Du hast das Wetter erwähnt. Gestern hatten wir großes Glück, Kaiserwetter mit einer leichten Bedrohung aus Westen. Heute ist das Wetter nicht ganz so gut, aber jetzt ein bisschen trocken. Gab es viele Absagen? Ja, wir hatten Abmeldungen gehabt. Teilweise wegen dem Wetter, teilweise aber auch wegen Pannen. Das ist halt so mit Oldtimer. Und gestern war ja da noch ein grosses Fest am Abend. Und dann nehme ich an, dass der eine oder andere ein bisschen länger im Bett geblieben ist und jetzt noch am Morgenessen. Und weil das Wetter eben nicht mehr kaisermässig ist wie gestern, dann vielleicht heimfahrt. Kannst du uns kurz sagen, wie es dazu kam, dass OIO ins Leben gerufen kam? Wie fing das an? Mich hat einmal ein Wirt gefragt, da von der Krone, der Vorgänger vom jetzigen, jetzt ist es ja ein Pächter, ob ich nicht ein paar Autos organisieren könnte, um auf der Krone einen Parkplatz zu stellen. Und das habe ich dann gemacht, das war 2000 gewesen. Und dann hat sich OIO so entwickelt auf den heutigen Stand. Und die Anzahl Teilnehmer eben so um 560 können wir gar nicht steigern. Das ist schon ein paar Jahre so. Und wir müssen auch viel, wenn sie sich mit spät anmelden, abweisen. Wir haben einfach nicht für mehr Auto Platz da in dem Sarnen. Und du hast ja gestern gesehen, wir haben es dort schon stapeln, oder? Ja, man weiß gar nicht, wo man hinschauen möchte. Und da eben ein ganz grosses Kompliment an unser Verkehrsteam unter der Leitung von Siri Romling. Über 500 Oldtimer in so kurzer Zeit zu parkieren, das ist eine Kunst. Du hast es erwähnt, der Aufwand ist wahrscheinlich sehr groß. Was macht ihr alles? Strecke vorbereiten? Wie lange braucht ihr, um das Ganze vorzubereiten? Also die Strecke vorbereiten ist nicht so das Problem. Die entwirfe ich und dann geht es als Verkehrsteam und die schauen die Details an. Die Vorbereitungen bei uns, die grossen, sind das absolut individuelle. Auch du hast ja ein Badge bekommen, wo dein Name draufsteht, Fotograf, deine Funktion. Das ist sehr, sehr aufwendig. Wir drucken also über 1600 individuelle Badges. Wahnsinn. Und hast du schon Pläne für die Zukunft? Wie wird das in Zukunft aussehen? Geht das weiter? Das wird auf jeden Fall weitergehen. Und eben, was ich noch vergessen habe vorher, ist, es braucht viele Bewilligungen. Und die Bewilligungen, das wird immer komplizierter. Früher hast du noch sagen, wir haben miteinander geredet und gesagt, so ist es und dann ist es so gewesen und heute können wir Papier. Wird nicht einfacher. Nein, von dem her nicht. Ja. Aber ich muss sagen, du hast es ja gesehen in Sarnen gestern, 4 von 5 Regierungsratsmitglieder waren da gewesen, der National- und Ständerat.
Der Regierungsrat hat da eine Ansprache gehalten, die Leute begrüßt, der Gemeindepräsident von Sarnen, der Paul Küchler auch. Also wir haben einen sehr grossen Support und ohne das könnte man es vergessen. Ja gut, dann wir hoffen sehr, dass es in Zukunft so weitergehen wird. Es ist großartig, wir freuen uns immer, da zu sein. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Ciao Manuel. Bis nächstes Danke. Jahr. Ja, ciao Manuel. Nach einer reizvollen Fahrt durch die wunderschöne Landschaft von Obwalden und dem Berner Oberland nehmen die Oldtimer das malerische Städtchen Brienz in Beschlag. Einzig der Regen vermag die Stimmung leicht zu trüben, kann aber dem Charme von Brienz und den Oldtimern nichts anhaben. Es scheint fast so, als würde die Promenade einzig und allein für die Oldtimer da sein. Nach und nach treffen Oldies ein und einige wenige verlassen die Oldtimer-Party. Ein originaler London Routemaster-Bus lädt zu weiteren Passagierfahrten ein. Trotz der Witterung bleibt Brienz an dem Tag voller Leben. Die Gerüche von verbranntem Öl und Benzin wurden aus der Luft gewaschen. Einzig der Duft von Raclette bleibt standhaft.
Und so klingt OIO langsam aus und nach verlassen uns immer mehr Oldtimer. Bis zum nächsten Jahr. Lieber Rudi, wir nehmen dich beim Wort und freuen uns riesig drauf.